Nun steht sie hier, die Ascaso Steel Duo Pit, von vielen von euch als Geheimfavorit unserer Thermoblock-Reihe gehandelt. Wir haben sie uns angeschaut, uns hat vieles wirklich gut gefallen, aber einige Dinge auch nicht. All das schauen wir in diesem Video an. Nach hinten und leicht zur Seite. 9,2 Bar. Die Ascaso Steel Duo Pit endlich auch bei uns auf dem Testtisch. Wir haben sie uns angeschaut, für uns eine komplett neue Maschine, aber umso spannender war die Auseinandersetzung mit der Maschine und vor allem mit dem Innenleben, was sie kann und was auch sie abgrenzt zu anderen Thermoblocks, die wir ja dann noch testen, die wir auch schon angeschaut haben, aber auch im Verhältnis zu den Zweikreisern. Ja, es braucht schon mehr Zeit, muss ich ehrlich gestehen. Mehr Zeit? Mehr Zeit zum Anschauen, zum Überprüfen, zum auch Erforschen, zum Gucken, was erwartet uns. Den ersten Test, den ich erstmal gemacht habe, ich habe mir mal die ganzen Thermoblocks, die wir jetzt schon hier mal haben, einfach mal alle temperaturmäßig gemessen, dass wir mal wissen, wo bewegen wir uns überhaupt, was dürfen wir denn erwarten. Wir haben ja schon 1, 2 Thermoblocks getestet, letztens auch die Satrap, die Kolbenmaschine, die keine Kolbenmaschine ist, aber da hat man schon gesehen, temperaturmäßig, naja, lässt zu wünschen übrig. Doch bei der Ascaso Steel Duo Pit ist alles anders. Fast. Naja, zunächst mal ist vieles anders und der Titel ist zugegebenermaßen ein bisschen reißerisch. Die Zerstörung des Boilers. Vielleicht könnte man sagen, hier ist jetzt eine Technologie am Start, die zum Teil auch schon sehr alt ist. Der Thermoblock-Prinzip ist ja jetzt kein neues Prinzip. Aber in Kombination mit dieser PID-Steuerung und mit einer unglaublichen Temperaturkonstanz, wie wir sie bei quasi wenigen Zweikreisern gefunden haben, ist das schon wirklich spannend. Ja. Warum? Ein Thermoblock ist so schnell warm. Auch bei dieser Maschine. Nach 3 Minuten konnten wir Espresso machen. Ja. Ja. Und dann ist die Frage, wie konstant ist eigentlich die Temperatur? Und ja, das Prinzip Thermoblock, da geht ja das Wasser durch diese Heizspirale durch. Je nachdem, was für ein Hersteller, ist das nochmal unterschiedliches Material. Und am Ende ist die Frage, welche Temperatur kommt da raus? Und so ein Boiler an sich, so ein Zweikreiser, ist eigentlich ein bisschen eine statischere Masse, die auch in der Regel eine konstante Temperatur liefert. Aber wenn man dann eben diesen Thermoblock oder einen Thermoblock kombiniert mit einer guten Temperatursteuerung, wie das zum Beispiel die Decent Espresso ja in einer anderen Preisrange nochmal vormacht, dann ist das eben eine hochspannende Technologie. Und also, ich blende euch die Kurve einfach mal ein, damit ihr seht, von was wir sprechen, weil das ist schon wirklich ein Ausrufezeichen. Absolut. Was die Ascaso da abliefert, was die Spanier da in Barcelona produzieren an Temperaturkonstanz, das hat mich ein bisschen, ich stand hier unten. Der Michel ist selten konsterniert dabei. Das war ein Moment, wo ich mir so gedacht habe, ich habe das Thermometer angeguckt und so gedacht, das kann nicht sein. Und das Erste, was ich gemacht habe, war ein Foto und habe es in unsere WhatsApp-Gruppe reingestellt und gesagt, das ist ein Thermoblock. Und das war wirklich mega erstaunlich, weil ich komme dann nachher noch genau zum Prozedere, wie wir jetzt bei den Thermoblocks den Messablauf machen, dass wir den auch jetzt immer konstant halten und auch über alle Maschinen gleich testen können. Aber wir haben bei der Maschine, weil sie geben an, nach 2 Minuten ist sie heiß. Nach 2 Minuten hört auch dieses Lämpchen auf zu blinken. Und wir testen das grundsätzlich immer nach 5 Minuten. Wir geben der Maschine 5 Minuten Aufheizzeit und spülen dann einmal den Siebträger vor, weil das ist meistens das größte Problem, dass halt der Siebträger noch nicht heiß ist. Und dann fangen wir an zu extrahieren und da war sie direkt dabei bei irgendwo 1,92 Grad. Die Grundeinstellung war zu hoch, die Pitch-Steuerung, was sie auch anzeigt, wir sind jetzt auf 96 Grad bei der Maschine, das stimmt nicht, muss man ganz klar sagen. Es ist weniger, aber es ist sehr konstant und es macht wirklich Spaß. Und zwar sowohl im Bezug, war das wie eine Linie und aber auch von Bezug zu Bezug mit diesem Zwischenrhythmus, den du da gefahren bist. Wir gucken es uns gleich nochmal genau an, damit ihr das auch übernehmen könnt. War sie wirklich sehr konstant. Und jetzt muss man das wie einordnen. Wir haben also so eine Maschine, bei der ihr morgens noch aus dem Bett quasi, stellt euch vor, ihr habt die Espressomaschine neben dem Bett stehen, ihr macht die so an
Müsst euch da nur raussetzen und könnt schon den Espresso ziehen. Was gibt's Geileres? Also ich meine, und beim Zweikreiser, ja, da habt ihr zweimal geduscht, bis der dann nach 25 Minuten heiß ist. Und das finde ich wirklich super. Und dann muss man ja einfach auch sagen, es ist zwar auch Energieklasse D, aber Stromverbrauch war doch wie viel mal weniger als bei einem Zweikreiser? Also eigentlich bei den meisten eher so in der Richtung von der Hälfte. Also etwa die Hälfte an Stromverbrauch, auch das haben wir gleich gemessen wie bei den Boilermaschinen, mit einem Ausrufezeichen, was man wirklich setzen muss. Wir haben die Maschine 2 Stunden laufen lassen. Müsste man gar nicht. Man kann sie ausschalten. Ja, ja. Also dann diesen Zwischenbereich, den wir da messen und gucken, was sie an Strom verbraucht, den könnte man komplett streichen. Und dann sage ich jetzt von den Zahlen, die wir da sehen, was gemessen wird, mit dem Adapter, wo wir wirklich die Strommessung ja machen, hätte man das nochmal halbieren können. Also ihr hättet wir waren jetzt bei 0,29 am Schluss, das, was wir gebraucht haben mit der Maschine in dieser 2,5 Stunden Range. Das hätte man nochmal halbieren können, wenn man einfach diesen Zwischenbereich, die Maschine ausschaltet, weil die muss ja nicht laufen. Und jetzt, genau an der Stelle, verzeiht uns den reißerischen Titel, worauf wir da eigentlich hinaus wollen, ist, mit so einer Kombination ist diese Art von Technologie schon sehr zukunftsweisend. Wenig Stromverbrauch, super schnell warm, konstante Temperatur, 2 Thermoblocks, wir schauen gleich noch auf das Milchschäumen und wir kommen auch noch zu kritischen Punkten. Jetzt am Anfang klingt echt wahnsinnig positiv, es bleibt auch durchaus relativ positiv, es kommen aber auch noch Dinge, die uns nicht gefallen. Aber mit dieser Kombination ist es wirklich, finde ich, ein Fingerzeig auch und eine Art und Weise von Entwicklung. Da muss man sagen, was soll ich denn nennen? Was ist so ein durchschnittlicher Kessel bei einem Zweikreiser? Ja, irgendwo 1,5 bis 2 Liter. Was soll ich denn 1,5 bis 2 Liter oder sogar noch mehr einen halben Tag heiß halten, und erst erhitzen? Und wenn ich ja noch eine Heizung sonst habe, ich muss ja nicht heizen mit dem Gerät, ist ja zum Espresso machen da, und ich aber mit so einem Gerät innerhalb von so kurzer Zeit wirklich auf den Punkt da bin. Und das finde ich spannend und ich glaube, wir werden da noch mehr sehen, auch von anderen Herstellern. Und wir haben auch viele Rückmeldungen bekommen zu der Maschine, also im Positiven. Danke euch auch. Also super. So sehr ausführliche Mails und Fotos auch dazu, wo wir einfach mal, hey, guckt auf das, das sind meine Erfahrungen. Und wir konnten jetzt wirklich auch von der Seite her das mitnehmen, aber auch mit unserem Prozedere dahinter gehen und mit unserem kritischen Auge auch Sachen finden, wo wir sagen müssen, naja, das könnte man ein bisschen besser machen. Und ja, jetzt waren wir bei der Qualität der Temperaturkonstanz und das ist wirklich spannend. Ich glaube, wir gehen dann gleich mal so Stück für Stück durch und wir haben die Mails angesprochen. Also das war jetzt wirklich spannend und wir können jetzt sagen, mittlerweile ist auch dank euch die Reichweite und Resonanz so groß, dass wir haben jetzt angekündigt, wir machen diesen Thermoblock-Test und dann haben uns Leute wirklich differenzierte Erfahrungsberichte geschickt und das hat möglich gemacht, dass wir diese Erfahrungen mit einbringen konnten und dann auch genau hingeschaut haben, ist es bei uns auch so oder ist es bei uns anders. Super, also das heißt, der Test, auch der Dauertest von so einer Maschine ist jetzt fast wie schon vorgenommen, weil uns andere auch Erfahrungen mitgebracht haben oder gesendet haben. Vielen Dank dafür. Ansonsten, was kann man zu der Maschine sagen? Sie ist relativ kompakt. Die Maschine ist 27 cm breit, 31 cm tief und 36 cm hoch. Also wirklich eine schön kompakte Maschine. Wir haben jetzt die weiße Version genommen, die gibt es auch noch in Chrom und Schwarz. Gibt ja auch noch die Uno davon, wo man dann nur mit einem Boiler arbeiten würde. Thermoblock? Thermoblock, ich bin immer noch bei den Boilern. Mit einem Thermoblock arbeiten würde und darum, wir müssen wirklich sagen, grundsätzlich schlank, optisch ansprechend, muss ich jetzt sagen, mit gewissen Abzügen, die man einfach setzen muss. Sie wiegt auch nicht viel, es sind irgendwo knapp 15 Kilo, also das gibt sich nicht viel. Der Wassertank hat knapp 2 Liter, das ist auch einwandfrei. Die Tropfschale ist etwas klein, kommen wir danach noch dazu, wie die geschaffen ist.
ansonsten bringt sie alles mit, was man braucht. Ja, und sie kommt mit einem Holzgriff. Das haben wenige Maschinen in der Preiskategorie. Preismäßig ist das, finde ich, durchaus auch attraktiv. Also jetzt insbesondere in der Schweiz, das wäre jetzt eine Maschine für die Schweiz, die kostet 1400 Franken, Pi mal Daumen. In Deutschland ist sie teurer, sie kostet so 1400, 1500 Euro. Also doch nochmal eine kleine Ecke mehr. Dann gehen wir an unseren äußeren Detailcheck, gucken uns nochmal genau an, wie sind die Kanten, was macht so Spaß, was ist mit diesem Wasserkanister, der ja auch zur Seite rausgeht und so weiter und so fort. Und dann trinken wir Espresso und dann schauen wir uns das Schäumen an und da bin ich dann schon gespannt. Ich auch. Das so, haben wir noch nicht gemacht. Ich habe wirklich viel Zeit mit dir verbracht, aber ich habe eins wirklich sein lassen, weil ich habe mir gedacht, ich mache das wirklich live in dem Test direkt mit euch und das ist wirklich das Schäumen, weil da bin ich wirklich noch gespannt. Es macht auch besonders viel Spaß. Meine Live-Reaktion. Nein, wenn es dann auch nicht klappt, so Scheitern live. Das ist so Reality-TV à la Kaffeemacher. Gucken wir mal, was heute die Ascaso Steel Duo Pit uns an der Stelle liefert. Kommen wir zum Detailcheck der Ascaso Steel Duo Pit. Wir haben uns die weiße Maschine gekauft. Das hier außen wirklich schön verarbeitet, finde ich jetzt. Es ist nicht allzu dick, auch wenn man hier ranklopft. Naja, da muss man wirklich dazu sagen, wenn wir jetzt das vergleichen, vor allem in Deutschland die Preise, wenn wir dann irgendwo bei 1500 Euro sind und das gleiche irgendwo in einem Zweikreiser-Bereich kaufen würden, dann gibt es teilweise ein bisschen bessere Verarbeitung. Das muss man wirklich dazu sagen. Ihr braucht halt 25 Minuten Aufheizzeit. Die Schalter finde ich super schön verarbeitet, die werden auch nicht heiß. Da wurde wirklich sauber gearbeitet, da konnten wir die Maschine stundenlang laufen lassen und sie war nicht heiß. Was richtig heiß wird, ist dieser vordere Teil. Irgendwie staut sich die Wärme, vor allem hier vorne. Der Boiler liegt auch hier oben drauf, also zumindest der Boiler zum Brühen. Hier wird sie extrem heiß und auch diese Tassenablage. Da hatte ich erst das Gefühl, diese Abwärme ist so hoch und dann haben wir die Maschine auseinandergeschraubt und haben gesehen, dass eine Tassenwärmeplatte da drin ist oder eine Folie, die man reinklebt, so eine Heizfolie und die macht es hier oben wirklich heiß. Also ich kann meine Hand nicht hier drauf legen und drauf lassen, das ist wirklich so heiß, dass ich meine Hand nicht drauf lassen kann. Das ist wirklich so ein bisschen kritisch. Wenn das jetzt meine Maschine von zu Hause wäre, würde ich diesen Stecker ziehen, dass es nicht heißt. Ich kann euch nicht sagen, was dann passiert, das haben wir noch nicht ausprobiert, ob das irgendwie relevant ist für die Funktion der Maschine, aber das finde ich wirklich, das ist echt zu heiß. Auch diese Reling, die ist grundsätzlich schön und ein bisschen filigran gemacht, aber ja, fühlt sich jetzt nicht unglaublich hochwertig an. Für den Preis absolut in der Toleranz passt. Was ein bisschen doof ist, ist durch das, dass die Maschine so geschaffen ist, dass sie nach unten geht und die Vibrationen der Maschine schon relativ hoch sind während der Extraktion, rutschen euch die Tassen immer nach hinten. Das heißt, auch wenn ihr sie so stellt, dass sie Abstand haben und nicht vibrieren und so keinen Lärm machen, während der Extraktion rutschen die wieder an die Tassen ran und dann wird es wieder lauter. Das würde ich jetzt bei einer zukünftigen Version von Seiten Ascaso ändern, dass die halt oben gerade ist. Dann wird man diese Vibrationen auch nicht hören. Super cool, für mich wirklich ein mega Benefit ist der Wassertank. Der Wassertank geht zur Seite raus, hat Schläuche drin, aber das kann man im Moment oder kann eher schwieriger gelöst werden. Sieht man gerade, braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser, das wir nachfüllen. Ist relativ groß mit 2 Litern, passt auch einwandfrei rein. War bei 2 Mails, die wir gekriegt haben, auch so ein bisschen Kritikpunkt, warum jetzt hier so Plastikdinger rein müssen und hier unten auch so ein Pinöpel drin ist. Ich finde es nicht schlimm, ich finde ihn so einfach hochwertig, fasst sich gut an, gibt es nicht groß was zu kritisieren und ich mache den gerade noch voll und dann kommen wir zu 2, 3 nächsten Details der Maschine. Das ist für Filterkaffee, das ist für Espresso, das simuliert ein Minenergie-Standardhaus, das heißt mit einer Entkalkungsanlage. Das ist unser Bestmax, das ist ein gefiltertes Wasser für Espresso, aber ohne Mineralienzusatz.
Das ist Rohwasser, das was direkt aus dem Hahn kommt. Bei uns sind das 16 bis 17 deutsche Härte. Und hier hinten mineralisieren wir nochmal auf, dass wir... Das ist richtig schäbig. Das ist richtig krass, ja. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall das für Wasser. Stellt euch vor, aus keinem einzigen Zapfhahn kommt Bier, es ist nur Wasser. So, kommen wir zu den nächsten 2, 3 kleinen Details. Ein Detail, was wirklich in jeder Mail von euch stand, war die Tropfschale. Ja, die ist nicht wirklich groß, die ist nicht wirklich schön, das ist einfach irgendwelches hartes Plastik mit dieser Blende vorne dran verschraubt. Naja, das könnte ein bisschen schöner sein und vor allem, ich habe ja hier relativ viel Platz eigentlich. Hier ist es noch die ganze Platte eigentlich, die die Maschine hält, aber ja, das hätte man einfach ein bisschen schöner konstruieren können. Das könnte ein bisschen hochwertiger sein. Ansonsten macht die Maschine wirklich optisch einen super Eindruck. Ein Holzsiebträger, der wirklich sehr massiv, auch sonst wie er geschaffen ist, er geht in die richtige Richtung. Man kann einwandfrei tempen, richtig schön hochwertig. Über Sieb spreche ich nachher gleich noch bei der Extraktion dann. Und diese Brühgruppe an sich im Inneren sieht es aus wie eine VAEMA Brühgruppe. Also man kann die auch so runternehmen, wie das bei den VAEMA 61 Brühgruppen der Fall ist. Ich verlinke euch gerne das Reinigungsvideo, dass ihr dann auch wisst, wie das runterkommt und wie man das reinigen kann. Zumindest für VAEMA-Brühgruppen geht hier aber genau gleich. Das heißt auch, man könnte theoretisch hier auch ein anderes Brühsieb als Update einsetzen. Wir haben einmal ein und aus. Wir haben einmal eine Espresso-Dosierung nach oben. Stoppen wieder nach unten oder nach oben drücken, spielt keine Rolle. Man kann es immer wieder von Hand stoppen. Nach unten wäre die Doppeldosierung. Dann haben wir einmal heißes Wasser. Und wir haben den Dampfhebel, wo dann erstmal ein bisschen hochheizen muss, aber dann doch relativ schnell Leistung kommt. Es dauert ein bisschen. Die Programmierung der Füllmenge funktioniert wirklich auch sehr, sehr einfach. Ich gehe einfach mit dem Knopf nach unten oder nach oben und behalte ihn unten gedrückt, sonst geht er immer wieder in die gerade Position. Ich drücke ihn einfach nach unten und bleibe da und sobald ich ihn wieder hochführe oder einfach loslasse, ist dann die Menge abgespeichert. Temperatureinstellung. Auch mega einfach. Einfach auf die linke Taste drücken. Also auf diese Taste einmal drauf drücken und dann kann ich hier hoch. Und sobald es aufhört zu blinken, ist die Temperatur abgespeichert. Dampfpflanze wunderbar auf der Seite, relativ flexibel, kann man einwandfrei damit schäumen, rein jetzt optisch, habe es wirklich noch nicht ausprobiert und heißes Wasser gibt es auch. Könnt ihr hier einfach auf den Hahn drücken und da kommt da dann irgendwann, wenn es hochgepumpt ist, auch heißes Wasser relativ langsam, aber es kommt stetig heißes Wasser raus. Es ist halt in dem Moment ein Thermoblock, da kommt nicht viel, aber es kommt mit der gleichen Temperatur. Kann man natürlich nicht vergleichen mit einem Boiler, da geht der Hahn auf und da kommt Menge, da kommt aber nur so lange Menge, wie noch Wasser im Boiler drin ist. So, jetzt heizt sie auch wieder gerade auf. Das ist so der optische Eindruck, also wirklich grundsätzlich gut, sauber verarbeitet, auch diese Brühgruppenheizung. Der Siebträger wird richtig heiß, wir haben das auch geguckt beim nicht beim Temperaturtest, beim Stromtest habe ich den Siebträger eingespannt gelassen, den zum Temperaturmessen und der Siebträger war konstant irgendwo zwischen 88 und 92 Grad, also es war immer so heiß, dass man das wieder hätte nutzen können. Gut, nach so viel Gequatsche kommen wir zum Espresso. Das erste, was wir auf jeden Fall kritisieren müssen und was wirklich nicht geht, ist dieses Sieb. Ihr habt einen riesen Lieferumfang an Sieben, der dazu kommt. Ihr habt x Fake-Siebe mit Drucksachen, die ihr für Pads nutzen könnt oder eben lieber nicht. Sicher nicht für frisch gemahlenen Kaffee. Dann habt ihr ein Einer-Sieb, was ein bisschen tiefer ist, ein Einer-Sieb, was ein bisschen weniger tief ist, was beides keinen Sinn macht. Ein Blindsieb, das macht dann wieder Sinn. Und ein einziges
Sieb, Doppelsieb zum Brühen. Dieses fast irgendwo zwischen 15 und 15,5 Gramm, ist nicht wirklich hoch und vor allem hat einen riesigen Abstand von den Löchern zum Rand. Da wurde absolut am falschen Ort gespart. Wenn ich mir diese Maschine kaufen würde für zu Hause, würde ich sofort dazu direkt ein anständiges Sieb dazu bestellen. Das kann ein IMS, VST, was auch immer sein, spielt überhaupt keine Rolle, aber hier ein normales 58 mm Doppelsieb einbauen und dann habt ihr auf jeden Fall viel mehr Spaß. Einmal diese 15, ich habe jetzt bei unserem Kaffee, dem Dreispitz habe ich jetzt heute mal verwendet. Wir haben mal einen anderen Kaffee drin. Ich möchte Benjamin nicht immer nur den gleichen Kaffee servieren, sondern auch ein bisschen mal was anderes. So. Sauber komprimieren, schön zusammenklopfen, dann leveln, dass ihr wirklich eine schön ebene Fläche habt. Dann, weil dieser Siebträger auch so schön, ich habe wirklich Spaß an dem Siebträger. Der ist wirklich schön. Ja, der ist schön auf die richtige Seite, hat schöne Ausläufe, nicht zu breit, nicht zu schmal. Es läuft, also das ist wirklich toll gemacht. Der Temper, der mitkommt, ich halte das eher für eine Hantel als für einen Temper. Ich glaube, Ascaso denkt an unsere Zeit zu Hause, wo wir Sport machen müssen. Nee, das geht nicht. Spülen würde ich euch empfehlen, habe ich in meinen Tests für mich so rausgefunden, dass ich immer 2 Sekunden gespült habe vor dem Einspannen. Dann war ich mit der Temperatur wirklich auf der Ebene, dass es Spaß gemacht hat. Wir kommen nachher noch beim Espresso-Degustieren zu den Temperaturbereichen und was ihr auch machen müsst, wenn die Maschine ein bisschen länger steht, beziehungsweise vor dem ersten Bezug. Aber auf jeden Fall, bevor ihr Espresso brüht, einmal kurz 2 Sekunden spülen. Und dann geht es schon ans Espresso machen. Ich könnte mir sogar die Waage sparen, merke ich gerade. Aber ich möchte da gucken, was rauskommt. Theoretisch gesehen hättet ihr ja eine Volumetrik, also eine programmierbare Füllmenge. Die ist auch super konstant. Wir haben das gemessen mit x verschiedenen Extraktionen, also mit x verschiedenen Wasserausgaben und wir waren da konstant irgendwo mit einer Abweichung von 3 Gramm bei rund 100 Gramm dann in der Tasse. Das ist voll okay. Also da mehr zu erwarten, das wäre schon fast frech. Das macht wirklich Spaß. So, und wir gehen mal ans Espresso degustieren. Ja, ich mag das am Dreispitz, dass man merkt wirklich diese 3 Phasen. Nicaragua, Brasilien und der indische gewaschene Robusta. Ich finde immer so schön, wenn er abkühlt, dass er diese Süße bekommt. Das mag ich sehr an dem Kaffee. Das ist ein guter Espresso. Ja. Da kann man nicht sagen. Der ist balanciert. Wurde mit ordentlicher Brühtemperatur gebrüht. Jetzt hast du schon auch wieder 1 zu 2,5? Jetzt habe ich 1 zu 2,5. 15,5 rein? 15,5 rein. Es war jetzt ein bisschen weniger als 1 zu 2,5, weil ich habe erst auf 14 Gramm programmiert die Füllmenge, dann waren es 35, hatte 17,5 pro Tasse, also 35 Getränksgewicht und dann musste ich ja hoch mit der Menge, die ins Sieb reinkommt, auf 15,5, das heißt, es ist ein bisschen weniger, es ist 1 zu 2,4 oder 2,3. Ich habe jetzt nicht gerechnet, aber einwandfrei. Ich finde, man könnte ein bisschen an der Textur arbeiten. Aber ansonsten, super Espresso. Kann man nicht viel dazu sagen. Ich denke wirklich, das Sieb, ein anderes Sieb, das ist eine Pflicht. Ein anderes Sieb, vielleicht auch gerade eine andere Dusche. Vielleicht auch gerade eine andere Dusche. Das ist eigentlich ein guter Moment für einen Teaser für das Video morgen. Ah ja. Wir schieben morgen kommt noch ein Video, wenn das fertig wird. Und zwar Upgrades und Updates und solche Geschichten für Zweikreise. Beziehungsweise für 58er Siebgruppen oder 58er Brühgruppen, Siebgruppen. Und unter anderem geht es auch um einen
anderes Sieb, nämlich ein Eames-Sieb, was wir anschauen, und auch eine Dusche. Und das Sieb geht auf jeden Fall. Mit der Dusche weiß ich jetzt nicht. Die Dusche, ich würde behaupten ja, weil ich habe es schon mal oben runtergenommen, aber guck das Video, was jetzt gerade läuft, was jetzt gerade am gucken, bis zum Schluss. Ich werde nachher, bevor wir dann mit dem Abschluss kommen, noch kurz das tauschen und ausprobieren. Wir filmen das auch nachher noch schnell. Das testen wir, weil wenn das passt, ist natürlich gerade auch wieder ein riesen Benefit. Genau, aber auf jeden Fall ein besseres Sieb wird an der Stelle total Sinn machen. Auch weil es dann größer ist und könnte auch... Wir gehen ja immer wieder von so einer Relation aus 1:2 oder 1:2,5. Das bedeutet irgendwie 18 Gramm Kaffee verwendet und dann 36 out oder 9 Gramm Kaffee im Einer-Sieb oder von mir aus 10 Gramm im Einer-Sieb verwendet und das Zweifache aus, also 1:2 wäre dann 20 Gramm in der Tasse. Und da wir jetzt Doppelbezüge gemacht haben, was wir meistens auch empfehlen, weil die Qualität besser ist, dann heißt es eben zum Beispiel 15 Gramm rein und 30 Gramm raus und bei einem Verhältnis von 1:2 und mit einem größeren Sieb könnte man dann eben wiederum auch mehr rauslassen. Mit einem 20er Sieb kann man wirklich auch 20:40 bzw. 20:45 oder sogar 50 brühen und hätte dann auch mehr Getränkemenge, was für alle, die gerne mehr Kaffee trinken wollen als nur ein kleines Pfützchen, sicherlich auch noch interessant ist. Jetzt muss ich doch noch mal kurz auf den Knochen zurückkommen oder auf den, du hast ihn so abgekanzelt. Die Hantel. Die Hantel. Stimmt schon, ist jetzt nicht wirklich praktisch und es ist einfach auch nicht schön anzufassen. Es passt aber tatsächlich einigermaßen gut in den Siebträger und ist auch schwerer und mich hat das ein bisschen zu sehr erinnert an das, was du bei den Plastiktempern gemacht hast. Nee, ich wollte ihn nicht wegschmeißen. Und ich nehme ihn nach Hause als Hantel. Immerhin geht es nicht kaputt, es ist hochwertig oder einigermaßen hochwertig. Was uns übrigens aufgefallen ist, in das Sieb dort passt kein 58,5er Temper rein. Das heißt, ein 58er passt ziemlich sauber. Es ist also ein bisschen kleiner als die meisten 58er Siebe, so vom Innendurchmesser. Deshalb müsst ihr genau schauen, welcher Temper passt. Aber wenn ihr das Sieb ohnehin wechselt, dann könnt ihr auch wieder mit einem klassischen, ordentlichen 58,4er oder 5er Temper arbeiten. Wie haben wir gemessen? Wie messen wir bei den Thermoblocks, dass ihr das auch noch seht oder dass ihr das auch noch versteht, vor allem in den Blogbeiträgen von Benjamin, wie auch die Kurve auch versteht. Wir geben jeder Maschine, habe ich eingangs schon gesagt, 5 Minuten Aufheizzeit. Jetzt bei der haben wir es auch einfach, weil in der Beschreibung steht 2 Minuten. Wir haben es nach 3 Minuten mal getestet und wenn ihr dann dieses Profil, was ich gerade erklären werde, auch verfolgt, dann werdet ihr auch da schon konstant sein. Sie ist wirklich nach 2-3 Minuten schon auf der Brühtemperatur. Was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist Brühgruppe spülen mit eingespanntem Siebträger. Ich habe das Profil so gemacht, dass wir 5 Minuten warten, einschalten, dann 5 Minuten warten und dann erstmal 20 Sekunden mit eingespanntem Siebträger heißes Wasser durchlaufen lassen. Und das einfach aus dem Grund heraus, dass dieser Siebträger heiß wird, weil das wäre das größte Problem bei den Thermoblocks, dass zwar der Boiler die Leistung schon bringt, aber der Siebträger eiskalt ist. Also gerade Beispiel jetzt so eine Sage Barista Pro oder eine Quickmill, was haben wir? Orione. Ja. Da ist einfach der Siebträger nicht warm. Und da kann das Wasser noch so heiß sein, in dem Moment, wo es auf diesen kalten Siebträger trifft, ist es nicht mehr in der idealen Brühtemperatur und dann ist auch nichts mehr konstant. Deswegen muss das wirklich hochgeheizt werden. Beim ersten Bezug unbedingt auch bei ihr hier. Ja. Und ansonsten ist es aber einigermaßen konstant. Wie geht es dann weiter? Dann haben wir 40 Sekunden gewartet, weil wir uns gedacht haben, hey, 20 Sekunden lang so den Thermoblock auslasten, dann warten wir einfach kurz. Weil ihr müsstet dann ja sowieso ausspannen, putzen, mahlen, Siebträger, Kaffee vorbereiten. Das war so der Gedanke dahinter. Das dauert dann eben etwa diese 40 Sekunden, weil wir wollten da direkt auf 1 Minute auffüllen. Ist auch einfacher so mit dem Test, wenn man relativ runde Zahlen nimmt. So, dann nach 40 Minuten spült ihr nicht. Da haben wir nicht mehr gespült, weil ihr habt ja schon 20 Sekunden gespült. Und da waren wir schon bei 96 Grad, jetzt bei unserer Testmaschine, waren wir so bei rund 92 Grad, sehr konstant. Ihr seht das auch wunderbar in der Kurve. Auch beim zweiten Test, ich habe sie dann nochmal abgekühlt und habe es dann heute nochmal probiert, waren wir auch so bei, da waren wir so ein bisschen höher, 92,5, aber voll im Range und vor allem in der Extraktion an sich keine größeren Schwankungen als 1 Grad. Teilweise sogar hatte ich das Gefühl, wenn ich diesem Thermometer zugeguckt habe,
eine gerade Linie. Und dann machen wir das Gleiche wie bei den Zweikreisern. Wir stoppen nach 25 Sekunden. Wir spannen den Siebträger nach 15 Sekunden aus. Dann seht ihr diese Kurve, wie sie runterfällt. Das ist, weil der Siebträger ausgespannt ist. Dann warten wir wieder 45 Sekunden, also gesamthaft 1 Minute zwischen der Extraktion und haben dann nochmal gebrüht. In der Zeit habt ihr quasi simuliert oder gedacht, den Kaffee euren Gästen übergeben mit Löffelchen, die haben gerührt. Ihr habt noch ein bisschen zelebriert und seid bereit, beziehungsweise ihr habt den nächsten Kaffee dann gemahlen und getempt und vorbereitet. Auch das muss ja noch passieren. Also das ist quasi dieser Zwischenabstand von 45 Sekunden, wenn man zügig arbeitet. Dann kommen wir zum nächsten Bezug und der war dann eben auch wieder bei der gleichen Temperatur und dann ging das Prozedere so weiter und jetzt könnte ich eigentlich die Catering-Frage wieder stellen. Aus dem Zweikreiser, also was die Temperaturkonstanz angeht. Ja, absolut. Sie hat so, über die 5 Extraktionen hat sie eine Steigerung gehabt von etwa 1 Grad und in der Extraktion an sich teilweise so um 1 Grad rundherum. Teilweise ein bisschen weniger, teilweise ein bisschen mehr, aber es war so immer so zwischen 91, sage ich mal 91,5, 91,8 bis irgendwo 92,8, knapp 93 Grad. Die letzten Extraktionen waren dann ein bisschen heißer, aber hey, ja, also wäre fähig. Also man kann ja schon mal sagen, wir haben andere Thermoblocks angeschaut, da ist dann die Temperatur eher so um 10, 15 Grad während der Extraktion. So hin und her und so weiter und so fort. Aber das sind ja die Dinge, die gucken wir uns in den nächsten Wochen an. Das wird spannend und auch lustig, kann ich euch garantieren. So viel mal an der Stelle. Ja, super konstant, macht echt Spaß. Rechnet einfach damit, dass diese Temperatur, die hier drauf steht, nicht ganz stimmt, dass ihr irgendwo jetzt bei unserer Maschine so 4 Grad abziehen müsst und dann habt ihr effektiv eure Brühtemperatur etwa im Range. Wir können jetzt nicht 100%ig sagen, dass es bei euch genauso ist. Eben, bei dieser Maschine 4 Grad. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Das müsste man im Zweifelsfall wirklich mit eurem Händler anschauen, aber ich glaube, in Deutschland, wer macht denn da? Macht der Espresso Pool, macht Ascaso? Die haben einen YouTube-Kanal. Ja, das sind YouTube-Kollegen, die machen das. Die werden sicherlich sicherstellen, dass die Maschinen zu einer vernünftigen Temperatur rausgehen. Ich glaube, der ist sogar Generalimporteur. Ja, dann einfach mal nachfragen. Und genau. Eine Geschichte noch, Michel, bevor wir zum Milchschäumen kommen. Ich weiß, du brennst auf das Milchschäumen, ich auch, aber Volumetrik. Ja. Wir haben jetzt, und das ist, also ich persönlich habe deswegen ja die Zweikreise am Anfang gedisst. Weil außer der Xenia, jetzt in unserer Testreihe, nicht eine einzige Maschine eine Zeitsteuerung hatte. Ja, die Xenia hat eine Zeitsteuerung und nicht eine Volumetrik. Habe ich gesagt. Großer Unterschied. Aber eine Zeitsteuerung. Aber es gibt eine Art von Steuerung. Und ich finde, apropos Catering-Fähigkeit, ich finde das total praktisch. Vor allem in so Situationen, ihr habt Gäste, ihr seid irgendwie am Palavern, keine Ahnung, eure Kinder schreien im Hintergrund, ihr habt die Extraktion schon gestartet und euer Fokus geht weg von der Maschine. Und die stellt einfach nach Volumetrik X aus, sprich nach einer bestimmten Wassermenge, die durchgelaufen ist. Und das im Idealfall konstant. Ich hatte ja lange eine Dalla Corte Mini zu Hause. Deswegen. Ja, da spricht der Familienvater. Deswegen, das ist einfach so praktisch, wenn eine Maschine ausgeht. Auch für die Dalla Corte Mini haben wir dann sogar für kleine Caterings mitgenommen, wegen der Fähigkeit. Dann stellst du 3 Stück nebeneinander, Bezüge programmieren, wie du sie willst und dann auch eine gute Temperaturkonstanz und dann stoppt die einfach. Das ist schon sehr praktisch. Ja. Und das haben wir auch bei der Ascaso Duo Steel Tip. Irgendwas, ja. Haben wir auch eine Volumetrik, die können wir programmieren. Und eine Extraktionszeit, die ist jetzt bei der Duo noch an. Also super, mitgedacht. Nicht perfekt verarbeitet, kleine Details. Auch übrigens das kleine Display hier unten, wenn man viele Bezüge macht, ich habe es wirklich gesehen bei dem Messgerät, das dampft ja relativ stark. Es kann auch ein bisschen an dem liegen, aber dann hat dieses Display immer wieder ein bisschen beschlagen. Das einfach, weil es hier unten nicht ganz dicht ist. Also Volumetrik an der Stelle bedeutet dann, wir stellen die Maschine zum Beispiel so ein, dass sie 100 Milliliter Wasser liefert. Dann bleibt eine bestimmte Menge Wasser immer im Kaffeesatz zurück. Das ist so das mehr oder weniger, ein bisschen weniger als das Zweifache der Kaffeemenge, bleibt als Wasser zurück in dem Kaffeesatz. Und der Rest kommt dann eben raus.
Und das macht die Maschine jedes Mal. Und die Zeit ergibt sich dann genauso wie immer, je nachdem, was ihr für einen Mahlgrad wählt. Wenn es grob ist, dann schießt das da raus, und wenn es fein ist, dann habt ihr mehr Widerstand, dann läuft das langsamer. Aber es wird immer die gleiche Wassermenge eigentlich angeliefert und eine unterschiedliche Menge halt, je nachdem aufgesaugt, wie jetzt der Mahlgrad ist und so weiter und so fort. Aber da bewegen wir uns dann, was die Outputmenge angeht, in einem sehr engen Bereich. Wenn man es hundertprozentig präzise will, kann man abwiegen und manuell händisch arbeiten, aber da muss man schon eine Maschine sein wie der Michel. Bei mir ist es immer konstanter, wenn man einfach die Volumetrik nimmt. Gehen wir zum Schäumen. Ja, glaube ich besser. Wir haben die Maschine ja noch aufgemacht, weil wir hatten ein paar Feedbacks in den Mails, dass die innere Verarbeitung nicht ganz so schön ist. Mit meinem Perfektionismus für Ordnung und dem Ordnungssinn muss ich dem absolut zustimmen. Weil, also, es ist mehr Elektronik als in einem Zweikreiser drin, das ist klar, weil wir haben ja eine Steuerung mit einem Display und mit Schaltern, die selbst stoppen und alles drum und dran. Aber diese Unordnung, die hier oben drin herrscht, naja, das hätte man ein bisschen schöner verarbeiten müssen. Und so ein Plättchen haben wir auch noch gefunden, also so eine Abdeckung, die runtergefallen ist. Ist da auch irgendwas? Muss mal gucken. Es liegt, irgendeine Abdeckung liegt da unten drin. Hast du Lego-Teile verloren? Das ist ein Duplo. Beim Zusammenbauen können wir sonst den Held der Steine verlinken. Jetzt. Ja, das ist hier von der Seite. Das hat einfach nicht gehalten oder wurde nicht richtig dran. Also da, liebe Freunde aus Spanien, einfach ein bisschen mehr Ordnung im Innenleben. Auch wieder als Relation, es macht nicht jeder die Maschine auf und guckt rein. Aber einfach so grundsätzliche Verarbeitung könnte wirklich für den Preis ein bisschen besser sein. Wenn die Temperaturkonstanz so super ist, dann einfach da auch noch ein bisschen mehr Fokus drauf. Was noch dazu kommt, was uns so ein bisschen bedenklich macht, weil wir geben sie ja erst dann in den Langzeittest. Wenn man hier anfasst, das ist alles relativ, also ich verbrenne mich jetzt nicht, ich kann schon anfassen, es ist recht warm, hier vorne ist es schon fast heiß. Also hier ist wirklich, hier hinten ist einwandfrei. Ich glaube, einfach von der Konstruktion her, ich bin kein Ingenieur oder so, hier hätte irgendwo noch Luftschlitze rein müssen, weil was ich als Koch weiß, ist, warme Luft, die geht hoch. Das macht irgendwo auch Sinn und darum im Tiefkühler, wenn man irgendwas schnell kühlen muss, haben wir als Köche dann immer so das Gastronomblech auf den Boden gelegt und dann die Soße drauf, dass die am schnellsten kühlt und nicht irgendwo in ein Regal. Solche Ideen kommt man dann als Koch, aber ich glaube, hier hätte man irgendwo einen Luftschlitz machen müssen, dass diese Wärme raus, weil das ist echt richtig warm. Lustigerweise wirklich die Knöpfe einwandfrei. So, also wir kommen mal zum Cappuccino machen. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das rauskommt. Ich versuche es mit einer Doppelportion. Hörst du eigentlich, dass der kleine Mann, der da drin gerade arbeitet, immer an das Gehäuse ranklopft? Der sagt, glaube ich, nimm eine kleine Kanne. Nimm endlich eine kleine Kanne, dann geht das Schäumen viel besser. Okay, es ist schon relativ heiß. Ich bin schon weit über Körpertemperatur. Irgendwo bei 40, 45, 50 und ich konnte keine wirkliche Ziehphase machen.
55 und 60. Also was man nicht machen kann, ist Zieh- und Rollphase wirklich voneinander zu trennen. Das geht wirklich nicht. Okay, ich glaube, der Schaum an sich ist gut. Man muss es wirklich gleichzeitig hochziehen. Ich habe ein paar Blasen drin. Das ist ganz okay. Uiui. Durch das, dass der Espresso so klein ist, habe ich keinen schönen Kontrast hingekriegt. Das ist nicht gut. Okay, das muss noch besser gehen. Also, es geht Doppelportionen schäumen. Ich würde eher, wenn ich die Maschine zu Hause hätte, einer Portion kleine Kanne. Geht wahrscheinlich einfacher. Der Espresso ist halt schon sehr kurz. Darum langsam anfangen für die, die mit solchen Espressi haben. Es ist sehr schwierig, so einen ordentlichen Kontrast hinzukriegen, wenn so wenig Kaffee drin ist. Größeres Sieb, das hilft auf jeden Fall auch. Also für die, die Maschine haben, Kanne nach hinten kippen. Das musste ich noch nie bei einer Maschine. Nach hinten und leicht zur Seite. Und so habe ich eine relativ solide Rollphase jetzt im kleinen Kännchen. Aber wirklich halt nicht zu weit rein. Und ihr seht, es überläuft fast, weil ich mich so schräg halten muss, dass Zirkulation 55 und 60. Das geht einwandfrei. UHT halt. Und wenig Espresso. Das merkt man. Wenig Espresso. Ja. Das ist eben jetzt die Geschichte. Eine größere Siebe, mehr Espresso und dann, also gerade diese Tassen, das sind 160er Kantentassen. Die sind eigentlich gemacht für gute 25 Gramm Espresso oder 22 Gramm Espresso. Und wenn man da jetzt eben nur 17 drin hat, dann stimmt auch das Verhältnis zur Milch nicht. Und dann ist übrigens interessant, man kann das ausrechnen, auch die Konzentration der gelösten Kaffeeteilchen im Verhältnis zur Milch. Das ist tatsächlich ähnlich wie bei Filterkaffee, aber das ist ein anderes Thema. Und hier ist es jetzt aber deutlich zu tief, also zu wenig Stärke von Kaffee. Und dann noch eine Milch, die selbst einfach eine hohe Eigenpenetranz hat vom Grundgeschmack. Ging jetzt mit der einer Kanne besser, aber insgesamt muss man sagen, die Stärke der Maschine ist jetzt nicht das Milchschäumen. Und da gibt es auch im Thermoblock noch andere Maschinen, die besser performen werden. Das werden wir jetzt sehen. Oder haben wir auch schon eine getestet? Haben wir auch schon eine getestet, genau. Und das kann man ganz klar sagen. Die eine Variante ging jetzt und ich glaube, man lernt sich dann auch zu helfen. Aber da finde ich jetzt trotzdem, muss man sagen, Espresso, volle Empfehlung. Milchschaum und gerade dann so voluminöse Getränke wie Latte Macchiato und so weiter, das geht schon alles, aber ist jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern und ich glaube, wir müssen auch, wir kündigen zu viele Videos an. Das haben wir vorher schon besprochen. In den Videos, aber ich wollte gerade sagen, wir könnten mal ein Latte-Art-Video machen, oder ein Milchschäum-Video für Thermoblocks. Ja. Weil gerade dieses Thema Ziehphase und Rollphase mehr verschwimmen zu lassen, weniger klar eingeordnet. Also erst die Phase, in der ihr Volumen aufbaut, dann die Phase, in der ihr das Volumen wieder zerkleinert. Das sind die typischen Phasen beim Milchschaum. Wir haben dazu ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben. Die bringt man mehr zusammen. Ja, muss man, weil es gar nicht anders geht. Und gleichzeitig hat es noch diese impulsartigen, man muss sich darauf einstellen. Bei der geht lustigerweise das Impulsartige, aber es ist so, es kommt impulsartig hoch und dann ist er da. Und eigentlich würde ich mir fast wünschen, man hört auch, mit meinem Verständnis ist das so, man macht auf und dann geht der Thermoblock hoch und irgendwann macht er auf. Und ich würde mir fast wünschen, er macht später auf, hat aber dann schon mehr, ist mega heiß, hat aber dann schon mehr Leistung. Kaffee warm halten auf der Maschine. Aber das ist ein Nuller beim... Das ist ein Nuller beim Barista-Meisterschaft, ja.
Wenn ihr die Feuchtigkeit oben aufwärmen. Ja, also Flüssigkeiten einfach auf der Maschine ist nicht erlaubt. Soll schon gegeben haben. Ja, wir müssen, das passiert. Dir? Nein. Felix? Nein. Philipp? Ich muss mal in die Annalen. Gut, hat's auch schon. Ist egal. Auf jeden Fall Schäumen eher schwierig, eher nicht. Wir haben ja beim Zweikaisertest auch gesagt, wer welche Maschine präferiert. Und für mich gehört das Schäumen einfach bei einer Maschine, wo irgendwo ein Duo steht, ist für mich 2 Boiler oder 2 Thermoblocks. Leistung ist halt ein Thermoblock, aber das ist zu wenig Leistung beim Schäumen auf jeden Fall. Ja, aber es ist Duo und Duo heißt, ihr könnt effektiv auch beginnen mit dem Schäumen, während ihr noch extrahiert. Also das passiert, das geht, weil es ein zweiter Kreislauf ist gewissermaßen, könnt ihr damit beginnen. Ja. Kein Problem. Hat einfach relativ wenig Kraft und man muss da so nach dem Punkt suchen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir versprochen, wir testen noch die Dusche. Ja. Also das heißt, du stellst die Kamera um, ich schnapp mir die Dusche, mach die einmal rein und wir gucken, ob das funktioniert. Beim Einspannen habe ich gemerkt, geht es ein bisschen schwieriger. Aber, nee. Guck dir das an! Wie geil ist das denn? Das ist echt cool. Habt ihr gesehen? Also, erst die normale Dusche von der Ascaso und das traf sich in der Mitte. Es ist keine schlechte Dusche. Nein. Voll in Ordnung. Aber mit der Eames, was ist das jetzt? Eames Precision, whatever. Wir verlinken sie euch unten. Nochmal eine andere Liga. Ne? Ihr seht das schon, cool, wie das da so tröpfelt. Eine Freude. Hey Michel, wie sieht es hier eigentlich aus? Man könnte meinen, Philipp oder ich hätten gearbeitet. Ja, und der Siebträger ist auch nicht eingespannt. Man merkt, Michel ist schon wieder konsterniert. Die Ascaso Steel Duo Pit hat ihn kaffeemäßig absolut aus der Fassung gebracht. Es gibt viele Sachen, die mich stören. Diese Unordnung in der Maschine. Ich könnte nicht ruhig schlafen. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber das halt für den Preis würde ich mir ein bisschen mehr... Du meinst wie bei der Appartamento? Ja, genau, die Plastikreling, die ich aus dem Fenster schmeißen möchte. Ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, ein bisschen mehr Präzision, ein bisschen bessere Verarbeitung. Aber das, was dieser Thermoblock abliefert zum Brühen, ist geil. Punkt. Und ja, eben, wir haben das schon gesagt eingangs, die Temperaturkonstanz, die ist wirklich. Ja. Wir haben jetzt hier einen Benchmark auf dem Tisch und ich bin so gespannt, was die anderen Maschinen liefern. Also das macht wirklich eine Freude und wir könnten die jetzt dann testen gegen die Zweikreiser und es würden sehr viel, das machen wir auch noch, wir testen die auf jeden Fall gegen die Zweikreiser. Du sollst nicht immer so viele Videos ansagen, haben wir vor 5 Minuten gerade gesagt. Ja. Wenn jemand mal Lust hat an diesem verschneiten Wochenende, guckt, jemand, der regelmäßig unsere Videos guckt, macht uns doch mal eine Liste, was für Videos wir schon alles gesagt haben, dass wir noch machen werden und schickt uns diese Liste. Das wäre echt cool, das würde ich mich freuen. Was müssen wir noch alles tun? Ich weiß schon, wer jetzt kommentiert. Ich weiß es auch. Sorry, das Refraktometer-Video wollte ich seit 2 Jahren machen. Aber ich habe mir eins angewöhnt, ich sage nicht mehr wann. Irgendwann. Und wir werden noch sehr viele Videos machen und tatsächlich auch viele jetzt in den nächsten Wochen. Das ist auf jeden Fall klar, auch wenn jetzt sich das Format ändern wird, denn auch bei uns ist ab Montag ein totaler Lockdown. Wir sind dann alle im Homeoffice, beziehungsweise nur noch einzeln in der Akademie und müssen gucken, wie wir das lösen mit den Videos, auch mit der Testreihe. Wir geben euch dann auch ein Update. Wir haben ein paar Ideen, wie wir trotzdem eine gute Variante hinbekommen, dass wir ja da auch einen Dialog auf die Reihe bekommen. Dann hat sie auch eine Vorbrühfunktion. Ja, kann man auch über Zeit regeln. Also ihr habt den Eco-Modus, den ihr einstellen könnt, halbe Stunde, 2 Stunden und die Vorbrühung könnt ihr auch über Sekunden wählen, wie lange diese Pause dann ist. Und macht nicht viel Sinn. Da machen wir nochmal ein riesiges Fenster aus, wenn wir über Vorbrühung sprechen. Ich habe sie jetzt hier ausgeschaltet, weil für mich einfach sauber durchbrühen
mehr Sinn macht, als mit einer Vorführung zu hantieren, je nachdem. Druck war bei uns auch konstant. Keine Frage eingestellt bei dem, wo wir sie wollten. Sie ist bei 9 mehr oder weniger durchgezogen. Haben wir auch gemessen mit dem Messgerät, genauso wie wir die Temperatur gemessen haben mit unserem SCARSE-Item. Als letztes noch, das PIT bezieht sich auf den Brühthermoblock, also nicht auf den Thermoblock, der euch den Druck liefert, der für das Schäumen verantwortlich ist. Sonst hätte man den ja auch noch verändern können. Die PIT-Steuerung, die PID-Steuerung ist wirklich für den Brüh-Thermoblock gedacht. Einen ausführlichen Blogbeitrag zur Ascaso Steel Duo PIT könnt ihr unten lesen im Testbericht. Außerdem findet ihr dort auch die nächsten Termine der Thermoblock-Reihe. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder am Samstag und dann geht es regulär einfach weiter in der Reihe. Für alle, die eine Maschine schon haben und im Moment zu Hause sind und Kaffee machen müssen und es funktioniert nicht richtig und das mal chronologisch durchgeführt haben wollen, ein kleiner Anteaser auf unseren Online-Home-Barista-Kurs oder auch auf den Sensorikurs mit Philipp, der ja schon das erste Update gekriegt hat. Da machen wir auch immer wieder Zoom-Meetings mit den Teilnehmern, also da könnt ihr uns auch mal so pseudo-live, wie es im Moment möglich ist, kennenlernen. Also das wirklich auch noch ein Tipp an der Seite. Wir danken euch und sagen Tschüss, bis bald. Viele Grüße von den Kaffeemachern. Ciao.